German it up. You sure? I mean, I won't say a word. You guys go to town. Antje, Ja. wie ist das für dich? Jetzt hier Premiere, Interviews bei diesem riesengroßen Film. Wie fühlst du dich? Ja, das ist ganz schön viel auf einmal. Ich bin unglaublich stolz. Es ist ein richtig, richtig toller Film geworden. Ich glaube, dass Leute sich einfach zurücklehnen können und sich wirklich unterhalten fühlen werden. Aber es gibt auch ein paar wirklich wichtige Fragen in diesem Film. Aber für mich ist das natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Und es ist nervös und überwältigend an vielen Stellen. Und an ganz vielen macht es mich sehr glücklich. Das macht auch viele andere Leute glücklich, weil es zeigt ihnen, es ist möglich, das tatsächlich zu schaffen. Das möchte natürlich jeder wissen. Wie hast du das geschafft? Ja, es war für mich schwer in Deutschland. Ich habe ja einen Science-Fiction-Film gedreht, 2008, Pandorum, Ben Foster und Dennis Quaid. Und der Film war nicht wirklich erfolgreich in Deutschland. Und dann hatte ich 2 ganz schwierige Jahre danach. Und ich musste mich irgendwie entscheiden, ob ich jetzt das Spielen aufgebe oder ob ich einfach mich erweitere und mich umsehe und ins Ausland gehe. Und für diesen Film speziell habe ich meinen Monolog in meiner Berliner Wohnung tatsächlich aufgenommen und habe das weggeschickt und habe den Anruf bekommen, dass sie gerne mich lesen lassen würden. Das heißt, du hast gehört von dem Film über deinen ausländischen Agenten aus England oder USA und... Genau, und ich habe natürlich erstmal gelacht und habe gesagt, na, wie viele Frauen treten dann jetzt für diesen Film an? Ja, und dann, aber das ist ja das, was wir tun. Und dann go for it und trau dich und mach es. Und ja, hier bin ich. Du wirst nicht gewinnen. Für jeden Menschen, den du rettest, töten wir 1 Million mehr. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Das hast du bereits. Und wie sieht es jetzt weiter aus für dich in den USA? Ich habe einen Film gedreht nach Man of Steel, der heißt Seventh Son. Und in dem Julianne Moore und Jeff Bridges wieder zusammenkommen nach The Big Lebowski. Und das ist natürlich ein ganz anderer Film gewesen. Es ist ein Abenteuerfilm. Großartig. Ich habe gelesen, du wohnst jetzt zur Hälfte in Berlin und zur Hälfte in Los Angeles. Wie machst du das? Muss das auch nötig, wenn man in den US-Filmen erfolgreich mitspielen möchte? Ich glaube, dass das ist eine Luxussituation natürlich, dieses wirklich sich auch aussuchen zu können, wo ich gerade sein möchte. Und die Arbeit ist für mich gerade in Los Angeles. Aber dann einfach ein bisschen Zeit da zu verbringen und dann wieder nach Hause zu fahren, wieder aufzutanken. Ich glaube, dieser Wechsel, der ist gut gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, in L.A. komplett zu leben. Und auch Berlin ist mittlerweile einfach nicht mehr das, was ich unbedingt 100% nur noch möchte. Was würdest du sagen, wie viel schwerer hat man es, wenn man aus einem anderen Land kommt in Hollywood? Also ich glaube, dass Schauspieler wie Diane Krüger und Christoph Waltz und die Leute, das natürlich für uns jetzt Türen gehen auf und das macht es auf jeden Fall einfacher. Ich glaube, die Sprache ist immer noch so ein Thema, dieses akzentfrei sprechen, wirklich sich Mühe zu geben mit dem amerikanischen Akzent, das ist schon noch so ein Ding. Aber ansonsten, glaube ich, hat jeder mittlerweile die Möglichkeit, sich international sichtbar zu machen. Ich glaube nur, dass man muss sich eben nur trauen. Ne? So. Wie hast du es gemacht? Hast du einen Coach, der mit dir arbeitet? Oder ja, ich hatte, als wir für Man of Steel gearbeitet haben, hatten wir einen Coach. Zack wollte nicht meinen Akzent wegbekommen, weil ich habe keinen deutschen Akzent unbedingt. Er wollte nur sicher gehen, dass die Leute mich gut verstehen können. Aber ja, der Coach. Time's already up. Okay. Für Michael. That was good, right? Yeah. No, that was Yeah, good. that was great. You did a great job, Michael. Thank you. Go for it. Dankeschön.